Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, ich bin hier auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon unterwegs und jetzt hier gerade in der Halle der Selbstausbauer. Und ich suche jetzt hier eigentlich mal den Messestand von Clesana, denn ich habe schon so oft was von diesem Klosystem gehört, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Und wie das funktioniert, das sollen die mir mal erklären. Mit in die Tüte kacken und so, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn ihr euch das auch jetzt mal zeigen lassen wollt, dann bleibt dran, weil ich suche jetzt hier mal Clesana. Clesana. Ich glaube, kaum auf einem Messestand konnte ich echt saubere Sache sagen, ne? Das ist die beste Einleitung, die ich mir hätte vorstellen können. Ja, weil bei euch ist es ja wirklich richtig sauber. Ich habe selten so eine gute Lösung gesehen. Und ich muss auch sagen, ich habe Clesana ganz oft gehört. Aber ich konnte mir gar nichts drunter vorstellen. Viele Leute haben mir gesagt, ja, da kackst du in so einen Beutel rein und dann wird das irgendwie verschlossen und so. Aber es ist ja viel genialer. Aber erzähl vielleicht erstmal ganz kurz, wo kommt die Idee her? Erzähl was zu dir, erzähl was zu der Firma. Ich liebe gerne. Also erstmal freut es mich natürlich wahnsinnig, dass du unseren Namen schon durch die Messehallen hast wabern hören. Absolut. Genau, im Endeffekt sind wir hier in der Halle 13, um den Leuten zu erklären, was wir da machen, ja, und warum es diese Toilette und dieses Konzept und uns auch als Firma überhaupt gibt. Von dem her auch vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, weil es gibt da natürlich eine wahnsinnig lange Geschichte dahinter, obwohl wir im Caravaning noch eine relativ neue Firma sind. Also wir haben dieses Produkt vor 2 Jahren vorgestellt, aber der Weg, den das Ganze gegangen ist, der hat schon wesentlich früher angefangen. Um genau zu sein, 2009. Da wurde diese Idee des Produkts geboren im Rahmen von einer Ausschreibung vom Bundesamt für Umwelt. Man muss da dazu sagen, wir sind auch eine kleine Firma, ansässig in der Ostschweiz, im Dreiländereck, also das heißt quasi in der beschaulichen kleinen Schweiz, was uns aber nicht davon abhält, hier diese Innovation nicht nur nach Deutschland, sondern in die Welt zu tragen. Grundlage für die Idee war damals einfach die, dass in der Schweiz das Problem bestand, dass die Qualität der offenen Gewässer, also Seen und Flüsse, wahnsinnig gelitten hat, unter dem, dass speziell aus Kliniken, also Spitälern, die Abwässer, die mit Hormonen, mit Kontrastmitteln belastet waren, also von Patienten, die in Isolierstationen sind, auf der Onkologie, dass diese Inhalte ungefiltert durch die Kläranlage in die offenen Gewässer gekommen sind und da natürlich wiederum Flora und Fauna betroffen haben. Warum gehen die ungefiltert durch? Wir haben in der Kläranlage Mikroschlamm und der filtert in der Regel organisches Material raus, aber eben keine Medikamente und keine Chemikalien. Und deshalb war damals die Idee, okay, wie kann man denn sicherstellen, dass diese Hinterlassenschaften aus diesem Klinikbereich sicher verschlossen, also hermetisch abgeriegelt, wie man sagt, dem zugeführt wird, wo es sicher entsorgt werden kann. Es ist die thermische Verwertung bei uns in Mitteleuropa. Ist ja eigentlich total verrückt, weil von der Schweiz sagt man ja, ihr habt ja die Quellen, ihr habt ja eigentlich das beste Trinkwasser. Und die Schweiz ist darum bemüht, dann halt auch aufgrund dieser Tatsache, das so zu lassen. Ne? Also da muss man ja sagen, Schande auf Deutschland. Richtig. Also eigentlich sind wir keine Toilettenfirma, wie ich sagen möchte, sondern eigentlich sind wir eine Firma, die Gewässer schützt. Das ist unser Ursprung. Ja, sehr gut. So, genau. Und das hat sich dann insofern weiterentwickelt, dass wir natürlich die Toilette erfolgreich 2014 im Spitalbereich, also im Medizinbereich eingesetzt haben, damals noch unter anderem Namen, und haben uns dann über die Jahre weiterentwickelt und haben natürlich dann so durch den einen oder anderen Zufall, also die Geschichte, die könnte man sehr, sehr, sehr lang erzählen, auch den Zugang zum Caravaning-Markt bekommen. Und mit Zugang meine ich, wir haben uns mal überlegt, wie würde dieses System denn tatsächlich den Nutzern außerhalb dieser klassischen Caravaning-Struktur, also Leute, die nicht nur Stellplätze anfahren, nicht nur auf Campingplätzen sind, sondern die wirklich autark unterwegs sind, die Caravaning auch deshalb betreiben, um ihr Hobby ausüben zu können, die deshalb eben fernab von dieser Infrastruktur sind, wie wir den Leuten mit unserem System helfen können. Und haben dann 2018 die Entwicklung angestoßen, haben uns sehr viel Zeit genommen, weil wir uns natürlich auch sehr viel Gedanken gemacht haben, wie dieses System idealerweise ausgelegt wird, als dass es jedem den Mehrwert bringt, den wir uns dadurch erhofft haben. Und haben das dann vor 2 Jahren hier auf dem Caravansalon quasi ein Steinwurf entfernt von hier, 20 Meter auf einem anderen Stand das erste Mal vorgestellt und jetzt 2 Jahre später
sind wir ein bisschen größer vertreten, freuen uns natürlich, weil die Größe kommt auch dadurch, dass die Nachfrage da ist. Die Leute interessieren sich dafür und wir freuen uns natürlich riesig, die Möglichkeit zu haben, das System wirklich zu erklären. Das Ja, ist genau das, was es ist ja auch Wahnsinn, weil man hört ja auch raus, es ist ja ein erprobtes System und es Genau. kommt aus einem anderen Bereich, wo es hervorragend funktioniert hat und ihr habt es adaptiert für den Wohnmobilbereich. exakt. Ja. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen. Ja, nein, also wie gesagt, ich bin begeistert jetzt. Ich habe es mir ja vorhin von deinem Kollegen erklären lassen. Ja. Erklär's doch noch mal jetzt für unsere Zuschauer, wie funktioniert denn dieses Gerät überhaupt? Was macht die Clesana aus? Vom Prinzip das allererste, wenn ihr hier mal reinschaut, die Toilette, die hat jetzt hier ein Loch. Natürlich ist das bei der wirklichen Toilette nicht der Fall, aber wir haben das gemacht auf der Messe, dass ihr reinschauen könnt. Wenn man hier in die Toilette reinschaut, dann sieht man einmal das, was man bei einer normalen Toilette als Schüssel kennt. So, und wir haben diese Schüssel einmal mit Folie ausgekleidet. Aber nicht nur einmal, sondern das grundlegende Prinzip ist, wir haben ein sogenanntes Trägermaterial. Also ich habe dir eingangs erwähnt, wichtig bei uns war es, dass wir diese belasteten Hinterlassenschaften gesichert auffangen und dann hermetisch verschweißen. Und genau das ist hier, das ist das, was wir hier mit diesem System erreichen. Wir haben hier einen sogenannten Folienliner, das ist im Endeffekt ein Endlosschlauch, der wird gefaltet und der wird einmal auf so einer Folienkassette aufgezogen. Diese Folienkassette wird, und du siehst es hier von der Seite schon, es sieht schon ein bisschen aus wie eine Toilettenschüssel und hier hängt schon ein Beutel dran, wird einmal in unseren Korpus, also quasi das Herzstück dieser Technologie eingesetzt. Dieser Korpus wiederum, das ist eigentlich eine Schweißeinheit, die aus 2 Komponenten besteht. Nummer 1 ein Fördersystem, weil wir dadurch die Beutelgröße definieren und Nummer 2 eine Schweißeinheit, über die wir die Möglichkeit haben, das Polymer über Hitze neu zu strukturieren, dadurch quasi zu verschweißen oder auch zu trennen. Und dieser Folienliner muss, wie gesagt, ein einziges Mal aufgesetzt werden. Dann habe ich hier meinen Toilettenraum und dann kann ich die Toilette nutzen wie eine Toilette zu Hause. Ich mache den Deckel auf, verrichte mein Geschäft und habe dann die Möglichkeit, über unser Bedienpanel unterschiedliche Beutelgrößen zu produzieren. Wir haben versucht, es so einfach als möglich zu machen, indem wir gesagt haben, kleiner Knopf fürs kleine Geschäft, großer Knopf fürs große Geschäft, genauso wie man es von zu Hause gewohnt ist. Und das ist eine Sache, das kann ich euch jetzt direkt mal zeigen. Dazu würde ich jetzt beispielsweise einfach mal hier einmal auf den Knopf drücken und dann wird die Beutelgröße angezeigt. Und wenn wir dann in die Toilette schauen, dann sehen wir, dass einmal ein Lüfter angeht, der einen gewissen Überdruck erzeugt, weil wir ja keine Luft einschweißen möchten. Dann fährt diese Schweißeinheit zusammen und transportiert die Folie ein wenig nach unten, um die Beutelgröße, die wir brauchen, zu definieren. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, es gab einen kleinen Vorschub. Und zwar ist es genau der Moment, wo die Schweißbacken ineinander eintauchen. Wir haben hier ein Kniehebelsystem, über das wir einen sehr großen Anpressdruck ranbringen, weil, wie ihr seht, kommen wir von einer runden auf eine Ebene. Und dadurch entstehen vor allem im Eckbereich sehr viele Lagen Folie übereinander. Und jeder, der sich schon mal mit so Verschweißsystemen beschäftigt hat, weiß, ab 2 oder 3 Folien oder Lagenfolien wird es schwierig mit dem Durchschweißen. Wir haben das insofern gelöst, weil wir über die Kombination aus Anpressdruck und Bestromung hier ein wirklich sehr, sehr, sehr sicheres und prozesssicheres System vor allem hinbekommen. Jetzt habe ich so lange geredet, dass der Prozess schon fertig ist. Der nächste Toilettengang wird vorbereitet, in dem Folie nach unten transportiert wird. Dann geht unser Lüfter wieder an, der erzeugt einen Unterdruck. Und dieser Unterdruck ist deshalb notwendig, weil der Nächste, der auf die Toilette geht, soll wieder einen sauber ausgekleideten Folienraum haben. Und jetzt habe ich hier dann später die Möglichkeit, die Beutel, wenn sie abgeschnitten sind, über die Schublade zu nehmen. Also um dir mal ganz kurz ins Wort zu fallen, das ist so, ich muss mich eigentlich um gar nichts kümmern. Nein. Ich muss nur einen Knopf drücken und das Klo ist danach sofort wieder einsatzbereit. Und vor allen Dingen, Hände waschen und raus. Genau, und was ich vorhin auch gesehen habe, es ist ja auch noch so, es steht da zumindest bei euch an der Wand, ich kann das Ding genauso behandeln wie jedes andere Klo. Also selbst wenn ich mal Hygieneartikel habe, was auch immer, ich kann das auch alles mit ins Klo werfen. Genau so ist es. Die Toilette macht eine Sache wahnsinnig gut, sie schweißt Dinge ein. Völlig egal was. So. Und das, was sie einschweißt, und das ist die Krux an dieser Folie, an dieser Hochbarrierefolie, das bleibt auch drin. So, ob das Essensreste sind, ob das Hygieneartikel sind, ob das Feuchttücher sind, das ist völlig der individuellen Nutzung und vor allem der individuellen Situation überlassen. Weil ich kann die Toilette wirklich in dem Moment genauso nutzen, wie ich sie für den Moment brauche. Und das ist eigentlich der große Vorteil davon. Es ist ein wahnsinnig einfaches System und es richtet sich mehr nach mir, als ich mich nach dem System richten müsste. Und das ist eigentlich auch das, was wir erreichen wollten. Ein super einfaches System, in dem wir einmal diesen Folienliner einsetzen und alles andere macht die Toilette komplett von selbst und für mich. Und theoretisch muss ich ja jetzt nicht unbedingt nach jedem Geschäft, also nach dem kleinen Geschäft, da die Folien zusammenschweißen, sondern ich kann ja theoretisch auch ein bisschen sammeln. Ne? Genau, absolut. Also das ist eine Sache,
du kannst generell immer in dieser Folie sammeln. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt es drin stehen oder, wenn dir das ein bisschen unangenehm ist, dann gibt es sogenanntes Absorbermaterial. Das haben wir nicht erfunden, sondern das ist im Endeffekt nichts anderes als das, was auch in den Babywindeln drin ist. Das ist ein Granulat, das ist biobasiert, bioabbaubar, genauso wie diese Folie drumherum. Das ist eine Polymilchsäurefolie oder Polyvinylalkohol, löst sich im Kontakt mit Wasser auf. Und was das macht, das bindet einfach nur die Flüssigkeit. Das heißt, ich habe den großen Vorteil, ich habe dann da drin eine grießartige Konsistenz. Das heißt, in der Nacht, wenn ich öfters auf die Toilette gehe, es plätschert nicht und ich rieche nichts. Und mehr noch, wenn ich das reinschmeiße und dann mal einen Beutel irgendwo bei 35 Grad in der Stadt entsorgen muss, ich muss mir keine Gedanken machen, ob der kaputt gehen könnte, wenn Glasscherben oder wie irgendwas anderes da reingeht, weil er läuft nicht aus. Durch das wird quasi diese Flüssigkeit agglomeriert und ich habe dadurch eine grießartige Masse, die nichts mehr mit Flüssigkeit zu tun hat. Das ist aber rein optional. So. Und diesen Absorber, den gibt es auch nicht nur bei uns, den gibt es natürlich auch ganz normal zu kaufen für andere Anwendungsgebiete. Deshalb, wir haben unseren Fokus auf der Toilette, auf dem Folienliner als Trägermaterial und jeder hat aber die Möglichkeit, über kleine Feinheiten oder Zusatzmaterial sich diese Toilette individuell quasi auf den Leib zu schneidern, sage ich jetzt mal. Das heißt grundsätzlich, um diese Toilette das erste Mal auszurüsten, kaufe ich nicht nur die Toilette, sondern ich kaufe auch die Folien von euch? Richtig. Das Ganze sieht so aus, also das ist quasi das, was wir als Folienliner bezeichnen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der verpackt ist. Der ist nicht verpackt, deshalb möchte ich noch einen anderen zeigen. Eine Sekunde. Tino, magst du mir kurz einen Folienliner bringen? Oder was, hier haben wir Und ich hatte dich solange du den kriegst, ich habe dich vorhin auch ein bisschen unterbrochen. Das ist ja auch noch eine saubere Sache, weil man fragt sich ja im Anschluss dann, was passiert dann eigentlich mit diesen zusammengeschweißten Beuteln? Genau. Und ich habe vorhin schon gehört, eigentlich muss man da jetzt so grundsätzlich sofort gar nichts machen, denn da unten, da gibt es noch einen Vorratsbehälter, wo dann erstmal die gebrauchten Beutel hinfallen. Exakt. Und wenn ich irgendwo ankomme, wo ich halt die Möglichkeit habe zur Entsorgung, dann kann ich da unten die Schublade aufmachen. Eine Frage, die uns wahnsinnig oft gestellt wird auf der Messe, wie viel geht denn da rein? Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage kommt deshalb, weil natürlich jeder durch das Thema Trockentrennen, durch das Thema Kassette mit dem Volumen die Zeit des unabhängigen Stehens, die Zeit der Autarkie verbindet. Und das ist auch völlig richtig. Bei unserem System ist es allerdings anders. Und ich stelle dann immer die Frage, wie oft bringt ihr denn den Müll weg normalerweise in eurem Fahrzeug? Und das ist dann immer, die Leute sind dann ein bisschen perplex und sagen dann in der Regel ja, einmal am Tag oder manchmal auch zweimal am Tag, aber so das Späteste ist alle 2 Tage. Ja. Und dann sage ich, ihr müsst nicht warten, bis das voll ist, sondern wenn ihr den Müll wegbringt oder wenn ihr die Hundekotbeutel wegbringt oder wenn ihr Gassi geht, nehmt den Beutel raus und schmeißt es genau mit dem weg. Weil de facto ist es nichts anderes als ein Hundekotbeutel mit dem großen Unterschied, dass er nicht riecht. Das heißt, ich entsorge das ganz normal über den Haus- oder Restmüll. Und auch hier haben wir wieder in letzter Konsequenz eine Lösung, die es mir erlaubt, dass ich eigentlich nur das mache, was ich sowieso mache oder machen will und mich nicht danach richten muss, wann ist denn das Ding voll und wann muss ich es wegleeren. Und wenn ich wirklich mal lange frei stehe, kann ich die sammeln, weil wie gesagt, sie sind geruchsdicht. Genial. Und man würde jetzt ja vielleicht als einziges kritisieren können, dass man da natürlich nochmal zusätzlichen Plastikmüll erzeugt. Aber grundsätzlich muss man sich natürlich fragen, wenn ich eine Trockentrenntoilette habe, dann habe ich in dem Eimer ja auch einen Beutel. Genau. Nur meistens sogar einen größeren. Exakt. Und ihr schweißt den Beutel sogar noch kleiner zusammen. Genau. Und bei uns ist immer so ein bisschen das Thema, dass wir sagen, pass auf, die Toilette ist nicht besser oder schlechter als was, sondern die wird nur besser oder schlechter in Abhängigkeit des Nutzungsverhaltens. Und wir haben uns wahnsinnig viele Gedanken gemacht, bevor wir diesen Schritt ins Caravaning gemacht haben. Weil wir natürlich auch eine Lösung bieten wollten. Ich meine, wir kommen aus dem Gewässerschutz. Und es ist nicht unsere Ambition zu sagen, wir gehen jetzt ins Caravaning und bieten ein System, das im Endeffekt umwelttechnisch eine Katastrophe ist. Und angefangen mit dem Thema, stell dir vor, du hast 2 Kassetten in deinem Fahrzeug und du stehst 4 oder 5 Tage frei. Und dann fährst du 5 oder 10 Kilometer oder 15 Kilometer, um deine Kassette zu entleeren. Wir haben ganz am Anfang haben wir uns mit unserem Kundenstamm beschäftigt und haben uns überlegt, wie lange stehen die frei, was machen die, wenn die Kassetten voll sind und haben dann geschaut, wie oft geht denn der normale Mensch auf die Toilette, so pro Tag. Sind wir bei ca. 8 Toilettengängen gelandet. Und dann haben wir uns mal geschaut, 8 Toilettengänge, was bedeutet das bei unserer Folie denn an CO2-Äquivalent? Und haben dann mal geschaut, bei diesem Wert, wie viel kann ich mit meinem Fahrzeug fahren? Und sind tatsächlich bei einem Wert rausgekommen von 1,5 Kilometer mit dem Fiat Ducato. Und dann war für uns die Frage an tatsächlich unsere Kunden oder die potenziellen Kunden, wie oft sie denn in diesen 5 oder 6 Tagen, die sie freistellen können, auf Toilette gehen. Und wenn du das jetzt umrechnest, 15 Kilometer Umweg bei 8 Beuteln am Tag,
könnte man theoretisch mit unserem System 80 Mal auf die Toilette gehen oder 80 Beutel produzieren, um nur dieses Äquivalent zu erzeugen, das sich durch den Umweg zur Entsorgung der Kassetten quasi erzeugt. Dann fehlt aber noch Folgendes. Ich habe keinen Tropfen Wasser verbraucht, ich brauche keine Chemie, ich brauche kein spezielles Toilettenpapier und wir fangen ja noch ganz viel weiter vorn an, weil das, was ihr hier seht, das wird alles in der Schweiz produziert. Das heißt, auch da kurze Wege. Wir schiffern die Sachen nicht von überall auf der Welt zu uns, bevor sie ins Fahrzeug kommen. Also das heißt, auch die Ökobilanz, ja, der Fußabdruck, speziell in dem Bereich CO2, ist sehr viel geringer, allein schon, weil wir die Sache bei uns lokal fertigen. Und dann kommt natürlich alles noch oben drauf, was das Thema Umweltverschmutzung, Ökotoxizität, Gewässerqualität anbelangt. Also das heißt, wir haben hier ein System, das wirklich in sehr vielen Bereichen unglaublich vorteilhaft ist. Und es hängt auch vom Nutzungsverhalten ab. Und zu dem Thema Trockentrenntoilette, ich bin ein großer Fan von der Idee dahinter. Und wir haben auch, als wir unser System aus der Medizin ins Caravaning gebracht haben, sehr viel Rückmeldung bekommen von Leuten, die gesagt haben, pass auf, wir finden euer Konzept gut, weil wir hätten dadurch die Möglichkeit, vor allem das große Geschäft bei 3-4 Tagestrips in kleineren Mengen an Folie einzuschweißen. Ich kann dir mal eine zeigen. Also das ist jetzt das, was wir sagen, das sind jetzt 2 Geschäfte, ja, oder 2 große Geschäfte hier im Äquivalent. Das ist überhaupt nicht viel an Folienmaterial, wenn du sonst denkst, man hängt einen 30-Liter-Beutel rein. Natürlich wird unser System dadurch ein bisschen problematisch. Nicht problematisch, ist limitiert dadurch, dass auch das kleine Geschäft eingeschweißt wird. So. Und speziell bei den Kunden, die gesagt haben, wir stehen wahnsinnig lang frei oder wir können uns mit dem Gedanken nicht anfreunden, das kleine Geschäft in Flüssigkeit einzuschweißen, haben wir die Kritik bzw. den Wunsch, da ein Speichersystem für Flüssigkeiten zu implementieren, Gehör geschenkt und haben dann viel versucht und haben auch gesagt, ein Rohrsystem mit einer Abführung und einem separaten Tank, sind aber immer wieder an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wenn man Urin, also Harn, entsorgen will, dann muss man den eigentlich mit Wasser verdünnen. Also ich darf den konzentriert nicht erleeren. Ich kann das machen, aber das ist nicht in Ordnung. Dann sehe ich in der Regel, da wo ich es hingeleert habe, spätestens einen Tag später, wenn die Sonne drauf scheint, braunes Gras. Möchte ich nicht. Und da haben wir uns überlegt, okay, wenn ich halt diese Kanistersysteme habe, dann gibt es immer das Problem, sobald da Wasser reinkommt, reagiert der Hahn damit und es entsteht Urinstein. Und der setzt sich ab, wenn ich den nicht reinige. Und dann brauche ich da wieder Essigreiniger und muss wieder mit im schlimmsten Fall Chemikalien ran. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wer kennt sich denn wahnsinnig gut mit dem Thema Reinigung, vor allem einfache Reinigung von Behältnissen an und sind dann wirklich in letzter Instanz bei Tupperware gelandet. Wir sind viel durch Supermärkte, durch Baumärkte gelaufen und haben uns da Behältnisse angeschaut und haben hier eine Kleinigkeit gemacht. Das musst du dir vorstellen, das ist nichts anderes als eine große Pipi-Box oder Tupperware. Die haben wir selber gemacht, die spritzgießen wir selber und die passt 1:1 in die Toilette. Du kannst die hier vorne über diese Nase und die Flügel perfekt in der Toilette platzieren. Die wird über den Bügel justiert, sodass im Endeffekt dieses Ding, dieser Flüssigeinsatz, komplett fest in deiner Toilette sitzt. Das heißt, du hast jetzt auch hier die Möglichkeit, das kleine Geschäft separat aufzufangen. Und jetzt kommt die Krux an dem System. Wenn ich es entleere, kann ich es mit Wasser verdünnen, kann hier den Deckel ganz einfach öffnen, kann es ausleeren und habe jetzt die Möglichkeit, das ganz einfach einmal mit Wasser durchzuschwenken, zu reinigen. Ich habe hier keinen Totraum. Ich komme überall ran. Ich brauche keinen Reiniger. Deshalb ist das diese Einfachheit ist gleichzeitig auch die Genialität dieses Systems. Auch das ist keine Weiterentwicklung der Toilette, aber die erlaubt wiederum ein anderes Nutzungsverhalten. Und wenn ich tatsächlich jemand bin, der sagt, pass auf, ich möchte meinen Fußabdruck so gut als möglich reduzieren und auch den Einfluss und die potenzielle Belastung der Hinterlassenschaften nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf die Mitmenschen. Weil wenn ich keine Barrierefolie nehme und meine Hinterlassenschaften entsorge, irgendwann werden die anfangen zu riechen. So. Bei uns ist es nicht der Fall. Dann kann ich die Kombination aus dem Flüssigeinsatz und dieser Folientoilette nutzen, bin unglaublich sparsam unterwegs, habe die maximale Hygiene und Freiheit und kann trotzdem noch sagen, wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Weg nach Hause bin, stehe im Stau, muss noch einmal auf die Toilette, dann mache ich den letzten Toilettengang hier rein. Und dann habe ich ein kleines Beutelchen, das ich entsorgen kann. Das heißt, auch da wiederum, das Nutzungsverhalten bedingt die Vor- und die Nachteile. Und wir erlauben mit unserem System und diesen paar Komponenten, die wir gemacht haben, denke ich sehr gut, dass jeder die Toilette wirklich ideal für sich und sein Nutzungsverhalten ändern kann oder nutzen kann. Vor allem, und das ist ja eine Sache, ich als Camper, und das wird bei dir genau der Fall sein, du gehst nicht immer in den gleichen Urlaub. So, du machst mal Wochenendtrips, du machst mal Städtetrips und du gehst mal lang irgendwo hin. Und eigentlich gibt es für jeden dieser Urlaube 3 ideale Toiletten oder es gibt halt eine, die du so umbauen und adaptieren kannst, wie es du in dem Moment brauchst. Das ist die Idee dahinter, dass wir hier quasi ein System haben, das du wirklich ideal für dich nutzen kannst.
Großartig. Ich glaube, der absolute Mehrwert, also der bei jedem zieht, ist natürlich, du schweißt die Scheiße ein und es ist wahrscheinlich die sauberste Toilette, die ich bisher gesehen habe. Absolut. Weil du grundsätzlich es weder siehst noch riechst, noch mit in Berührung kommst, es sei denn, du hast diesen kleinen Urin, aber das kann ich absolut nachvollziehen. Aber ansonsten, ich glaube, der absolute Mehrwert, wo jeder sagen wird, okay, das ist ein super System, ich brauche mir um nichts Gedanken machen und die ganze Nummer ist auch noch super sauber. Absolut. Krass. Ist es möglich denn, dass ich so ein Klo auch selber in meinen Camper einbauen kann? Auch da haben wir uns Gedanken gemacht. Also nicht nur macht dieses System Sinn, sondern auch, wie kriege ich es denn in die Fahrzeuge rein? So, und jetzt haben wir in der Regel zwei Ausgangssituationen. Nummer eins, man ist in einer glücklichen Lage und hat ein leeres Fahrzeug, das man sich selber ausbaut. Für den Fall, dass es so ist, haben wir diese Variante, also die Toilette ist drehbar, einmal auf einem Rundsockel platziert. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, weil es ja nicht die Notwendigkeit gibt, dass ich eine Toilette oder die Beutel oder den Inhalt durch eine Wand entleere, ich kann die frei im Raum platzieren. Ich kann die auch so platzieren, dass ich sie beispielsweise in einem Auszug vorsehe, dass ich quasi nur bei der Benutzung die in den Raum reinziehe, sie benutze und wieder wegschiebe. Dann habe ich hier das Bedienpanel, das genauso relativ einfach platziert werden kann. Wir haben hier ein Aufputzgehäuse, um es mal zu zeigen. So, jetzt muss ich es nur rauskriegen. Genau. Wird mit dem Kabel befestigt, ist mit dem Kabel mit der Toilette verbunden und es kann quasi Auf- oder Unterputz montiert werden. Das heißt, die Installation von Null ist überhaupt kein Problem. Das Einzige, was die Toilette braucht, ist Strom. Weil wir kurz mit 22 Ampere Spitze arbeiten, empfehlen wir immer, dass wir sagen, wir brauchen ein Kabel mit ca. 10 Quadrat Querschnitt. Wenn ich ein Fahrzeug von Null auf aufbaue, überhaupt kein Problem. Kann ich legen, habe ich kein Thema. Wenn du jetzt einmal nach hinten schaust, ja, dann siehst du eine Version, die gleich ausschaut, die aber einen anderen Sockel hat. Das ist unser sogenannter L-Adapter. Diesen L-Adapter haben wir auf den gängigsten installierten Systemen, also den Modellen C220 und C260 des Herstellers Tedford ausgelegt. Und was wir hier haben, ist im Endeffekt die Möglichkeit, dass wir die alten Toiletten rausnehmen und mit unserem L-Adapter 1:1 adaptieren. Deshalb heißt er auch Adapter. Jetzt siehst du hier dieses Rückenteil. Warum macht es Sinn? Wenn du einmal mit mir mitkommen magst, dann mache ich auf der Rückseite diese Serviceklappe auf. Und wenn ich ja die Kassette entleere, beziehungsweise die Kassette rausnehme, habe ich danach ein Loch im Fahrzeug. So. Und als dass ich dann nicht von innen nochmal vertäfeln muss, habe ich quasi den Rücken meines L-Adapters, der mir dieses Loch direkt zumacht. Und auch da, wir haben die gleichen Schraubbilder für die Flansche und für das, dass wir das Ganze verschrauben können. Also wirklich eine super einfache Lösung. Und sogar, es gibt sogar eine Lösung, wenn diese Toilette in der Duschwanne eingelassen ist, weil diese Modelle gibt es ebenfalls. Das zeige ich dir gleich. Und zwar siehst du hier wiederum unseren L-Adapter. Und auch da haben wir uns Gedanken gemacht. Du kannst die Blende hier einfach entfernen und dann taucht der genau um diese 5 cm wie bei den anderen Modellen in die Duschwanne. Das heißt, du hast für alle möglichen Nachrüstsituationen wirklich ein super modulares System. Genauso was das Display anbelangt, passt in die Öffnung der C260, ist größer als die der C220, das heißt, die kann zur Not auch aufgebaut werden. Die Nachrüstung ist wirklich das denkbar einfachste. Und uns war es wichtig, dass wir eben nicht sagen, wir machen jetzt eine Toilette und wir schmeißen die euch einfach vor den Latz und ihr müsst euch um den Rest kümmern, sondern wir haben hier ein System entwickelt, das es eben auch den Nachbauern so einfach und so als möglich machen soll und die Modularität in der Nachrüstung gewährleisten soll. Großartig. Wenn ich jetzt handwerklich nicht ganz so begabt wäre, ne? Habe ich dann auch die Möglichkeit, mir das irgendwo einbauen zu lassen? Natürlich, da haben wir tatsächlich in Eigenregie ein sehr kompetentes Netzwerk an Händlern validiert, das wir all den Interessenten an die Hand geben möchten. Da kann man ganz einfach bei uns auf der Website auf den Button Händlersuche gehen, seine Postleitzahl angeben und dann findet man in seiner Umgebung, ob 50 oder 100 Kilometern, unter Garantie einen Händler, der nicht nur weiß, was Clesana ist, sondern der dieses System auch schon eingebaut hat und auch einbauen kann. Und wir differenzieren da auch nochmal in Fachhändler, die schon einige Geräte eingebaut haben und auch solche, die sehr komplexe Umbauten machen können. Also da wird wirklich jeder fündig und da haben wir inzwischen in Deutschland, Österreich und Schweiz an die 300 Fachhändler validiert, die dieses System eben wirklich kompetent und mit einer hohen Einbauqualität installieren können. Weißt du, was ich da schon wieder sagen kann? Saubere Sache. Richtig, richtig gut. Also mir So gefällt schließt das. sich der Kreis. Ja, mir gefällt das richtig gut. Also wirklich
eine Lösung, wo man sich um nichts Gedanken machen muss, wo ihr euch schon eigentlich alle Gedanken gemacht habt, wo man auch wirklich sagen kann, das Thema mit Wasser hat sich erledigt, das Thema mit Chemie hat sich erledigt, das Thema eigentlich mit dreckiger Toilette und mit Toilettenputzen hat sich eigentlich erledigt, weil ihr hier eine absolut saubere Lösung auf den Markt gebracht habt. Ich finde es wirklich großartig und ich kriege das Ding auch noch nicht nur in meinen selbst ausgebauten Camper, sondern nachgerüstet auch noch in jedes Fahrzeug, wo halt vorher eine Chemietoilette drin war. Absolut. Fantastisch. Großartig. Also ihr braucht auf jeden Fall einen Orden. Ich finde es ein sehr cooles Produkt. Vielleicht noch mal ganz kurz der unangenehme Part am Ende, weil das ist ja noch mal so eine Nummer, die wahrscheinlich die meisten interessiert. Und der es bis jetzt geguckt hat, der will so ein Ding auch haben. Also was kostet so ein Teil? Sie ist tatsächlich wesentlich zu günstig. Nee. Wie gesagt, da muss ich nochmal ausholen, weil es kommt ja alles aus der Schweiz. Na, also tatsächlich ist es so, beim Fachhandel kriegst du die Toilette für 1.360 €, quasi komplett inklusive allem. Auch inklusive einer Erstausrüstung an Verbrauchsmaterial. Und je nachdem, ob du dir sie selber einbaust, bleibt es bei dem Betrag und du musst halt selber ein bisschen Zeit investieren. Oder wir rechnen immer so mit 2 bis 5 Stunden, 3 bis 6 Stunden, je nach Aufwand für den Umbau. Also tatsächlich das Komplexeste ist das Kabelziehen. Und da kannst du natürlich den Stundensatz des Händlers nehmen. Okay, und kann man auch grob sagen, was kostet mich denn so ein Toilettengang? Ja, also tatsächlich ist es so, dieser Doppelpack, den hole ich mal her. Da sind wie gesagt 2 von diesen Folienlinern drin. Und pro Folienliner kriegst du im Schnitt, sage ich, 40 Beutel raus. So. Das ist ganz gut, dass du nach Toilettengang gefragt hast, weil so eine Packung Folienliner kostet 12,50 € für den Endkunden. Bei 40 Beuteln sind wir bei 32 Cent pro Beutel. Aber ich kann ja über die Nacht mit dem Absorber mehrmals in einen Beutel machen. Also habe ich da wieder das Thema, dass ich eigentlich für den Toilettengang weniger zahle. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass ich 32 Cent für ein großes Geschäft zahle und das kleine in einem Flüssigeinsatz sammeln und entsorgen kann, dann habe ich hier wirklich auch ein super kostenarmes Produkt, wenn es um den Betrieb geht. Absolut. Und grundsätzlich muss man ja auch sagen, eine Chemietoilette braucht auch Chemie und ein Trockentränkklo braucht auch die Müllbeutel. Absolut. Also so oder so kommt man auf Kosten und die halten sich ja definitiv im Rahmen. Genau. Klasse. Also ich kann mich nur ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich fürs Interesse. Eine tolle Marke, ein tolles Produkt. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Absolut saubere Sache. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg noch auf der Messe. Merci fürs Interesse und nächstes Jahr sehen wir uns dann mit Klesana im Auto. Sehr gut. Ja, klasse. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Boah, was soll ich sagen? Das wirkt auf den ersten Blick erstmal nach einem richtig guten System. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe so ein Teil noch nie verbaut. Ich habe es nie ausprobiert. Was ich sagen kann, ist, dass die Truppe von Klesana auf jeden Fall super nett ist. Ja, vielleicht kann das jemand von euch beurteilen. Hat jemand eine Klesana verbaut? Wie fühlt es sich an? Wie funktioniert es? Oder schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr eine verbauen wollt oder wo ihr die Vor- und Nachteile seht. Erstmal an der Stelle vielen Dank fürs Angucken. Haltet die Ohren steif bis zum nächsten Video.